What's up, liebe Braubrüder und Schwestern? Mein Name ist Oliver Hörold und ich freue mich, eure strahlenden Gesichter zu sehen. Heute brauen wir zusammen ein NIPA mit der Braumischung von Braumischung. Bevor wir loslegen, schauen wir uns doch erstmal unsere Zutaten an. Das ist unsere Hefe von Mangrove Jacks Liberty Bell Yeast. Tja, gestern hat alles geklappt mit der WLAN-Verbindung zum Braumeister, aber heute ist er offline. Jo, kommt davon, wenn man Beta-Software verwendet, oder? Der pH-Wert der Maische sollte ungefähr bei 5,2 liegen. Das erhöht die Effizienz. Ich korrigiere den pH-Wert mit 80%iger Milchsäure. Die Punkte auf der Anleitung finden sich auch auf den Zutaten wieder, damit man weiß, an welcher Stelle man welche Zutat einsetzen muss. Statt Bitterhopfen hat Braumischung einen CO2-Hopfenextrakt beigelegt. Damit habe ich jetzt auch noch überhaupt nicht gearbeitet. Bin mal gespannt, wie das nachher wird. Es soll eine klare, bittere liefern, ohne irgendwelche grasigen oder sowas Beigeschmäcker, glaube ich. Das ist die Idee dabei. Ja, mal schauen. Jetzt kommen die Aromahopfen in den Whirlpool. Ich kühle die Würze mit einem Plattenkühler herunter und benutze eine Pumpe, um die Würze schneller zirkulieren zu lassen. Ich benutze auch ein Wasserbad mit Eis, damit das Ganze schneller funktioniert. Es ist heute ein relativ warmer Sommertag, deswegen erhoffe ich mir damit einen schnelleren Kühlverlauf. Tja, das hat leider nicht geklappt. Bis hierhin lief eigentlich alles ganz super, aber leider ist beim Kühlen mein Springerfilter verstopft und selbst mit der Pumpe konnte ich also keine Würze mehr aus dem Braumeister ziehen. Ich habe dann den Springerfilter von innen gelöst, der steckt ja von innen im Auslauf drin. Ihr kennt das ja von dem anderen Video, wo ich über das Zubehör gesprochen habe, was ich benutze. Und jetzt muss ich halt ganz normal die Würze ablaufen lassen und stelle die dann in den Kühlschrank, um sie da zu kühlen. Klar, da gibt es gewisse Risiken, aber bislang ist mir da noch nichts passiert. Ist halt eine Notlösung jetzt. Jetzt muss ich schauen, wie ich in Zukunft meine Würze gekühlt bekomme, damit ich dann die Hefe anstellen kann. Tja, shit happens when you party naked. So viel kann beim Brauen gar nicht schief laufen, dass nachher nicht doch Bier draus wird. Ich habe nach einem Tag Hopfen gestopft und dann nochmal nach 5 Tagen. Und jetzt ist das Bier fertig und ist im Keg. Das muss jetzt noch eine Woche carbonisieren.
Ich habe es gerade gestern umgefüllt und ich bin gespannt, wie es dann nachher schmeckt. In diesem Sinne, denkt dran, es wird immer Bier draus. Und wenn die Apokalypse kommt, sind wir die Bier brauen können. Mein Name ist Oliver Hörold. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao.